Der Spediteur ist da und so ein großes Paket. Der Solarträger ist angekommen. Heute geht's weiter mit dem Fäkaltank. Oh Mann, ey. Hat's wehgetan? Ja. What's this, Abby? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Carlos. Der hat hier vorne einen kleinen Laden. Und der hatte mich vorhin angerufen, etwas hektisch. Der Spediteur ist da und so ein großes Paket. Der Solarträger ist angekommen und der hat, ja, so groß ist der und 2,60 lang. Und den gehen wir jetzt holen. Schon mal gut verpackt, ne? Steh ich dir im Weg? Ach was. Wow. Ist echt gut verpackt, ne? Ja. Hier ist die Bedienungsanleitung dabei. Hat mindestens 12 Seiten, also die Aufbauanleitung bebildert. Hier zum Beispiel, das ist der Bordkran. Und das ist der obere Querträger mit den Davits und den Abstrebungen auf den Heckspiegel. Und das sind die seitlichen Steher mit der Diagonale. Das ist schön bebildert. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Hier kann man sich auf die Reling setzen, auf die untere Relings waagerechte Strebe oder diagonal auf den Heckkorb unten oder ganz diagonal über alles, so halb hoch oder unten und oben und vorne aufrecht. Also hat wahnsinnig viele Optionen und deswegen passt das auch. Man muss nur ein paar Maße auf dem Boot abnehmen und E-Tech Edelstahl zuschicken. Die machen einem dann schicke Zeichnungen, wie das dann aussehen würde. Und dann hat man eine bessere Vorstellung davon, kann selber nochmal nachmessen, ob das dann alles passt. Dann fertigen die das, schicken einem das dorthin, wo man das haben will und tada! Da ist es. Das Coole ist, das ist mit Werkzeug geliefert. Und ich schätze mal, dass das in dieser Tasche auch mit drin ist. Also. Ja. Also hier ist zum Beispiel die Schneidkluppe, um die Rohre zu kürzen. Das muss man nicht mit der Flex machen. Das sind die Kleinteile, die ich noch dazu bestellt habe. Die Schraubensicherung ist auch mit dabei. Die Gewindesicherung, die man braucht. Dann hatte ich für den Solarträger noch Schellen dazu bestellt. Das sind Anbauteile, die ich dazu bestellt habe, damit ich praktisch von den Davits die Leinen belegen kann. Das sind Klampen. Und Augen habe ich auch bestellt, damit man nochmal was hochziehen oder befestigen kann. Es ist aber auch beschriftet, ne? Also hier sind auch nochmal Schellen und Anbauteile. Aber das ist echt cool. Wir bringen das jetzt erstmal an Bord, verstauen das vernünftig und weil hier auf dem Steg kann es nicht bleiben, das blockiert alles. Jetzt ist schon ziemlich spät am Nachmittag, wir machen das dann, nehme ich mir mal einen ganzen Tag, fange früh an und gucke mir das in Ruhe an. Heute geht es weiter mit dem Fäkaltank. Ich musste Pause machen, weil mir geruchsdichte Schläuche noch gefehlt haben. Die Schwerlastschellen haben mir gefehlt. Also was ihr vielleicht kennt, sind diese einfachen Schellen. Die soll man aber an der Stelle nicht nehmen, weil die nicht zuverlässig geruchsdicht sind. Und deswegen habe ich die guten noch bestellt. Jo, das ist jetzt alles da und in der Zwischenzeit hatte ich mal als schönes Wetterer hier die Verkabelung gemacht und das Bedienpanel gebaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das wir dann abpumpen später aus dem Fäkaltank raus. Das ist die Füllstandsanzeige, zeigt grün an, weil er leer ist natürlich. Und das wir spülen
vom WC ist natürlich noch nicht angeschlossen. Das bringe ich noch an. Nicht wundern, es kann sein, dass es prasselt und dass es klappert und dass es heult. Heute stürmt es. Wir haben bis zu 40 Knoten Wind. Deswegen schwankt auch das Boot. Mein zweiter Vorname ist Geduld, so war das doch, ne? Oh, ich sag's dir, das ist echt kein Spaß hier. Das ist alles viel zu eng und oh nee. Siehst nix, kommst nicht ran. Die Rohre sind steif wie Sau. Mann, ey. Na, wie sieht's aus bei dir? nach Tagen bin ich jetzt am schwierigsten Punkt angelangt. Ich muss das Loch in die Bordwand machen. Für die Entlüftung. Und? Naja. Tut's weh? Ja, das tut weh. Ich werde jetzt erstmal, ich habe außen ausgemessen und ein Pflaster drauf gemacht. Dort, wo ich glaube rauszukommen, und mache jetzt erstmal ein ganz kleines Loch. Das sind 2,5er Bohrer von innen nach außen. Weil wenn ich jetzt ganz falsch wäre, dann könnte ich da in 2 Komponenten Klops reinmachen, so einen kleinen Stopfen und dann weiß wieder austuschen. Deswegen mache ich jetzt so einen kleinen Pilotbohrer, weil danach habe ich 28 mm Durchlass, den ich bohren muss, und wenn ich den jetzt falsch bohre, dann habe ich ein größeres Problem. Deswegen mache ich das jetzt so. Ja, also ich bin jetzt hier schon relativ weit. Ich habe in den Schränken alles verkabelt, hier mit den 38er Rohren vor allem. Und die sind halt echt steif. Also das war teilweise wirklich mit viel Gefluche. Also, weil kann man sich ja vorstellen, ne? Die lassen sich echt schwer biegen. Dann ist das alles eng. Also wenn ich hier reingehe, dann kann ich teilweise nicht mal die Schraube halten oder ich komme einfach nicht richtig rein oder ich sehe es nicht richtig oder versuchen um die Ecke zu fummeln, dann ist der auch zu groß. Das ist irgendwie alles, ja. Aber ich bin jetzt soweit, nach irgendwie 4 oder 5 Tagen, und jetzt bohre ich das Loch. Alles andere ist soweit vorbereitet und dann kann ich heute fertig werden. Normalerweise habe ich auch alle Ersatzteile jetzt hoffentlich zusammen. Was hast du gedacht, wie lange es dauert? Also, ich glaube 2 Tage oder sowas. Oder eigentlich habe ich einen Tag veranschlagt. Und was sage ich immer? 3-mal so lang. 3-mal so lang, genau. Also sind wir im zeitlichen Rahmen. Ja, leider. Du wolltest bohren. Genau, ich wollte bohren. Genau, danke. So, bohren. Na? Na, Ja, so. hat's wehgetan? Ja. Wie sieht's denn aus? Habe ich den Punkt getroffen? Ja. Ja? Cool. Und das ist der Borddurchlass, der durch muss.
Da ist die Materialstärke. Also über 5 mm. Fertig! Super. Ich weiß ja, dass manche von euch zugucken, weil sie immer was dazulernen können und wollen. Ich wollte euch eine Sache nochmal zeigen, und zwar, mir wurden in Deutschland diese Schwerlastschellen dazu verkauft mit dem Argument, nur die sind geruchsdicht und nur die bringen genug Druck auf. Und ich habe hier mal zwei verschiedene auf so ein Stück Schlauch aufgeschraubt, nämlich einmal die billige, die du überall bekommst, und die in Deutschland gerne dazu verkauft wird. Und wenn man hier mal reinguckt in die Rohre von vorne, dann sieht man, dass das große, die Schwerlastschelle ist komplett bis zum Anschlag zugeschraubt und bringt lange nicht so viel Druck auf wie die kleine. Die kleine schnürt das Rohr richtig ein und bringt viel mehr Druck auf, vor allem punktuellen Druck. Und ich bin deswegen an verschiedenen Stellen von diesen Schwerlastschellen weggegangen und auf diese kleinen Stellen, unter anderem am Borddurchlass, also am Auslass, weil dort habe ich es mit der nicht zugekriegt, und auch am WC, und bin dann eher darauf übergegangen, zwei von denen zu verbauen, statt eine große. Und übrigens war an unserem Seeventil eine einzige davon, als ich es abgenommen habe. Also das dazu. Und wer diese einfachen bestellen möchte, die gibt es auch bei Amazon, ich verlinke euch die unten. Achtet bitte drauf, die billigen, die haben hier Zinkschrauben, das ist Blödsinn. Hier, die hier ist auch Zink, da habe ich nicht drauf geachtet. Und die guten sind komplett aus Edelstahl. Ich verlinke euch die auch unten. Marions Rückfrage war gerade, hast du nicht die falsche Schelle genommen? Hier auf der Stelle steht 47 bis 51 und das ist ein 50er Rohr. Also man hätte theoretisch vielleicht eine kleiner nehmen können. Trotzdem, also ich bin jetzt eher bei den Schellen, und die gibt es auch deutlich günstiger, und da kann man sich mal ein paar an Bord legen. Hier so aufgefädelt auf dem Draht, nehmen die auch nicht viel Platz weg, und dann hat man auch davon, wenn man braucht. Also das ist das Gesamtprinzip. Wir haben jetzt hier die elektrische Toilette, da fehlt noch der Deckel. Und wir haben hier den Schwarzwassertank, den hat Marion mit weißer Folie beklebt, damit dieses Blau nicht so zum Tragen kommt hier drin. Und der hat eine Pumpe zum Abpumpen. Ich habe zwei Wegeventile, eins hier unten und eins hier oben, und kann damit regeln, ob das Wasser, was aus dem Klo abgepumpt wird, direkt in den Tank geht oder nach draußen geht, oder ob der Tank nach außen abpumpt. So, das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn ich beide Ventile nach vorne stelle, dann ist Tank rein oder Tank raus. Und wenn ich beide Ventile nach hinten stelle, dann ist Toilette direkt raus. Was jetzt noch fehlt, das ist hier ein Stutzen, den habe ich jetzt erstmal zugeklebt. Das ist die Absaugung nach draußen. Da kommt dann hier noch ein Schlauch, der geht dann hier durch den Schrank direkt nach oben. Da fehlt dieser Decksdurchlass, den haben wir noch nicht. Aber Schlauch habe ich schon, und das ist dann eine schnelle Nummer. Da brauche ich nur noch ein Loch ins Deck bohren und dann mit Sika einkleben.
Hallo Amber, komm mal her. Komm hier, Buddy. Na? Hi. Na du? Mach doch nicht immer so einen Krach, mein Lieber. Hm? Na du? Das ist Amber, der Bootshund vom Nachbarn. Der macht immer ein Riesengeschrei und der Nachbar macht dann auch immer ein Geschrei in der Hoffnung, dass Amber aufhört zu kläffen. Amber. Bye. Go weg. Amber. Go weg. Go weg. Up. Go home. Bye. Go home. Go home. So, wir machen heute, wir helfen heute einer Nachbarin. Das Schöne am Reisen ist ja, dass man nicht nur neue Orte kennenlernt und neue Hunde, sondern auch neue Menschen. Und wir haben vor ein paar Tagen Abby kennengelernt. Abigail kommt aus Norwegen, ist eine junge Frau und ist alleine unterwegs mit ihrem Segelboot von Dänemark hier ganz um die... Norwegen? Ja, aber von Dänemark ist sie gestartet. Ach so, in Dänemark ist sie mit ihrem Boot gestartet, ganz um die Iberische Halbinsel rumgesegelt und zwar alleine. So, da ist ihr Boot, die Yggdrasil, und wir helfen ihr jetzt kurz. Ja, das Segel runternehmen, weil der Rigger kommt. Das geht einfach mit 4 Händen mehr immer schneller, als wenn man es alleine macht. So ist es. So ist es. Hinter mir ist Abby. Hallo! Hi Abigail. Und Abby hat ein besonderes Projekt. Sie ist nämlich Artistin und erzähl mal was über dein Projekt. Please tell something about your project. Yeah, so I'm from a circus company or performing arts company called Acting for Climate, and we're working with mixing performing arts and environmentalism, and we've been doing this for 10 years, and now this year we're taking it on like one step further, and we're gonna tour the world with this sailboat and the project called Currents. And we're gonna sail from port to port, and then we're gonna link up with local artists and local environmentalists, and then we're gonna play our performance site specifically. And we're 4 artists who's gonna live on board of Yggdrasil for 3 years, sailing around the world. But no sailors. I'm a sailor. So, what more do you need? That's right. Now we're gonna take down the sails. Yeah. Right. Good idea. Yeah. So we hop on board. Yes, please, come on. What's this, Abby? Waterproof. It's a waterproof ventilation system. So the thing is, like, you know, there's these vents everywhere and you can close them. Yeah. But when you go at sea Yeah. and like here, Yeah. splashes water over, Yes. and if there's any water like from the top here, also right. if you wash the boat, Yeah. also have them there. And Yeah. if like you wash the boat and you put it directly in, it like floods in. Yeah. So my bed has been wet quite a lot of times, so I just like, no way, I'm gonna seal this off. So my plan is actually to take it away and Yeah. really just make it, because there's no point of having this ventilation there when I cannot use it. Okay, Yeah. right, yeah, yeah. So we have one, we had the same issue with the ventilation, and we have one, it's like a mushroom, so it's, I don't know, it's called, in Germany it's called Pilzbelüftung, mushroom So you can airing. like 100% Yeah. close it? When you close it, it's like 100%. It's just
stainless steel, so like a cap, and you screw it off, and then the ventilation can go in. And when you go sailing, you have to turn it. Because this I was looking for and I couldn't find it, so I was like, okay, I'm gonna just do the. Where did we buy it? SVB SVB. or- Yeah, I can send you. Yeah. You know the shop SVB? Okay. Ah, no. It's a big German for all kinds of things. And Okay. It's not too expensive. It sends worldwide. Yeah. It's a good shop. Yeah, because I mean that would be the ideal, that it's Yeah. possible to air out, you know. Yeah, But- and it's perfect. And we changed it, and then what? So we had the like a solar ventilation, and it was like you said, it was raining. Yeah. It was. We were sailing, and with the Dufour, and the water came over and everything. And I from It was the same. We had from water in the Hamburg bed and up all. to Yeah. I don't know where we changed it. Anywhere in France, I washed Dunkirk, and every marina we've been in, I washed. Everything. All Everything. clothes. No. Yeah. So we get you the link. Yes, because I was looking for it and I gave up, and then I was like, okay, I'm gonna close it. And it was the cheapest. Yeah, I think. Yeah, Really? yeah. You can see it live in the other boat if you like. Yeah, I You would can go love over to there. see it. Yeah. Because I mean, the most important is that it's completely, you know, that it doesn't come water in. For me, that's more important than having a ventilation. I know what you mean. Yeah. Yeah, it looks good. They should work. Yeah. All right. Right? So where to? On top? Let me just put it here. Inside? Yeah. Okay. Yeah, something to cuddle. So nice. Yeah. Nothing better than the same. What else do you want in life? Just the same. Okay, you want something else here. Also wir haben jetzt die Segel runtergenommen, das Großsegel ist ordentlich aufgetucht, das Vorsegel auch, und dann haben wir den Kicker noch abgenommen und den Baum, weil in den nächsten Tagen geht das Reck runter, weil sie möchte hier die ganzen Wanten ersetzt haben. Abby, where was it where the rigging was broken? Where is it? Sorry? You told me that one of these stays were broken. You can see it there very well. Ah, I see it, yeah. Yeah, tomorrow. Here, this one? 9. Yeah. Yeah. Oh yeah. And it's like that on the other side also. Oh yeah. Oh. Have time the rest of the day. Yeah, you're welcome. To be a 3 is always easier than Yeah, it's to be so much alone. easier. Yeah. It's so much more fun. Yeah, it is. In fact, it is. Yeah. Yeah, for sure. Just call us when you want to get them on again. We can have. Okay, thank you. You're welcome.